Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu endlich mal wieder einem erneuten Video. Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht in die Inaktivität abgeglitten, aber es war einiges los die letzten Wochen, weshalb auch kein Video kam. Natürlich beruflich, privat und so weiter und so fort. Aber das Allerwichtigste, meine Workstation ist abgeraucht und ich musste meinen PC komplett platt machen. Klar, man macht Sicherungen, aber gerade so die Einstellungen in den ganzen Schnittprogrammen und so weiter, das musste ich mir alles wieder neu herleiten. Da war die Sicherung nicht ganz optimal. Also richtig viel Pain an der Stelle für mich. Euch hat es nichts gebracht, ihr habt keine Videos bekommen. Wie soll ich sagen, sorry an der Stelle, aber auf der anderen Seite, ich konnte halt auch nicht wirklich was dafür. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Und heute auch mal nicht mit Battlefield 2042 oder Battlefield 5 oder irgendeinem anderen Battlefield-Franchise, weil, bin ich auch ganz ehrlich, trotz dem letzten Update, auch da wird nochmal ein Video dazu kommen, aber nicht ganz so einfach mit dem Spiel und dem Franchise und vor allem auch dem eigentlichen Spaß an dem Game. So viel zum Intro. Heute soll es aber, wie gesagt, nicht um meine persönlichen Leiden oder ums Battlefield-Franchise gehen, sondern wir kümmern uns nochmal um den neuesten Ableger der COD-Reihe. Modern Warfare 2, aka Modern Warfare 2019 2.0, irgendwie so. Aber ich habe die Beta auf jeden Fall trotz meiner ganzen Schwierigkeiten spielen können. Ich hatte grundsätzlich auch wirklich sehr, sehr viel Spaß an dem Game. Trotzdem gibt es durchaus den einen oder anderen Pro- und Kontrapunkt, den ich jetzt einfach mal mit euch besprechen will. Klar, wie immer die negativen Punkte, die überwiegen natürlich so ein bisschen, aber das soll absolut kein Bash werden, sondern grundsätzlich schaue ich dem Ganzen positiv entgegen und bevor jetzt wieder einer reinschreibt oder vermutet, wie man es ja auch so oft liest, die Battlefield-Alternative und Leute, ruhig bleiben. COD war noch nie die Battlefield-Alternative und wird es auch nie sein und andersrum genauso wenig. Man muss zwar sagen, es gibt es in dem aktuellen Ableger schon einen Ground War-Modus, der viel mehr in Richtung Battlefield geht, als vielleicht noch der Modus von 2019 und der hat auch durchaus Laune gemacht, muss ich sagen, aber nichtsdestotrotz wird das eine das andere Spiel niemals ersetzen. Dafür sind sie vom Grundsatz zu unterschiedlich und auch wenn Battlefield jemals wieder in die vermeintlich alte Spur zurückfindet, dann geht es vielleicht auch mit dem Franchise wieder vorwärts. So, aber nun sollen wir ganz konkret mal reinschauen in die Modern Warfare 2 Beta. Ihr wisst ja, nach der Beta ist vor Release. Wir wissen auch alle, egal was wir jetzt da festgestellt haben oder was es noch an Verbesserungen gab, die Welt wird nicht mehr passieren. Trotz alledem erinnert sich vielleicht noch der eine oder andere an die Vanguard Alpha und auch Beta, die ziemlich grotten waren und zum Release haben sie uns dann doch mit einem weitaus weiteren oder vollkommeneren Spiel überrascht. Also so schlecht stehen die Aktien aber meiner Meinung nach in MW2 überhaupt nicht. Also es gibt durchaus viele Punkte, die mir gefallen haben schon in der Beta. Das geht bei den Waffen los. Wie fühlen die sich an? Die Waffen haben auch mal wieder ein bisschen Rückstoß in Call of Duty. Also auch das vielleicht ein bisschen Richtung Skill Gap auch wirklich vorteilhaft aus meiner Sicht. Wir hatten eine Masse an unterschiedlichen Modis zur Auswahl, die man da auschecken, reinschnuppern konnte. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch so ein bisschen Nostalgie-Effekt. Ja, Nostalgie, also wie soll ich sagen, an das Original MW2. Da sind wir schon weit weg, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Modern Shooter, man hat mal dieses World War II durchgestanden von Vanguard, das kam mir überhaupt nicht an. Man ist jetzt wieder in einem Modern Setting drin und ja, fühlt sich knackig an, fühlt sich gut an, so muss man sagen. Grafik war auch on point und auch die Performance, muss ich einfach sagen, die war für eine Beta richtig, richtig gut. Also ich hatte da kaum Frame Drops oder Abstürze oder dass das Game gecrashed war, wie auch immer. Ich habe es unter anderem auch auf beiden Systemen ausprobiert, deswegen erlaube ich mir da auch ein Fazit. Also ich habe es sowohl auf PC als auch auf PS5 gespielt, ja, und habe auch beide Eingabevarianten verwendet, ja, also sowohl Maus und Tastatur als auch Controller und da gibt es dann durchaus, wenn wir jetzt so ein bisschen reinkommen in die etwas negativeren Punkte oder die vielleicht ein bisschen kritisch sind, durchaus auch den einen oder anderen Punkt, der mir in dem Kontext aufgefallen ist. Gerade im Abgleich zwischen Tastatur und Maus und Controller ist der Aim Assist, ich muss es leider so sagen, eine absolute Frechheit. Ja, also der ist viel und nochmal viel, kann man gar nicht oft genug und viel zu stark, meiner Einschätzung nach. Also viel zu stark. Das ist schon kein Aim Assist mehr, sondern das ist schon Aim Tracker,
ja nahezu ein Aimbot. Also das Ziel wird schon mitverfolgt. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht das Video von MaxiQ gesehen, das er auf Twitter geshared hat, ja, wo er sagt, okay, ich habe den Stick nicht mal berührt und ich blende es euch an der Stelle einfach mal ein, wenn ich es finde. Und das ist einfach geisteskrank. Kann man aus meiner Sicht absolut nicht so lassen. Gerade wenn jetzt auch die Consoleros dann zumindest mit 120 FPS durch die Gegend hüpfen können, ja, und dann mit so einem Aimbot an erster Stelle, gut, dann kannst du auch sehr gut sein auf Maus und Tastatur. Da gibt es natürlich auch wirklich Cracks, die das bei weitem besser beherrschen als vielleicht meine Wenigkeit, weil ich ja gerade die letzten Jahre viel mehr Controller gespielt habe als Maus und Tastatur und meine wirklichen Hochzeiten Maus und Tastatur, ihr wisst ja, ich bin nicht mehr der Allerjüngste, sind schon ein gutes Stück her, aber trotzdem, man kämpft sich so durch, aber da muss ich einfach sagen, da reicht jetzt auch das dezidierte Aiming oder auch dieses, dass du den ganzen Arm zur Verfügung hast, dass du zwar theoretisch besser auf Headshots gehen kannst, aber gegen diesen Aim Assist ist man kaum gewachsen. Also der muss auf jeden Fall ein Stück weit genervt werden, ansonsten wird das meiner Einschätzung nach wirklich zum Problem werden im Crossplay. Gut, die TTK, also Time to Kill, ist natürlich gottlos gering. Ja, also auch da hat sich nicht viel geändert zu MW219 und das unterstützt natürlich leider das ganze Thema Campen, das ganze Thema Up-Aimen, also du wirst quasi sehr, sehr schnell bestraft, wenn du dich eben bewegst, wenn du movest, wenn du in die Richtung einfach aggressiv spielst oder ein aggressiver Spieler in Gänze bist. Da, ja, muss man vorsichtig sein, weil eben das Movement auch in der Hinsicht ein bisschen genervt worden ist. Also am Anfang der Beta hieß es ja noch, Slide Canceln geht nicht, dann wurde relativ schnell rausgefunden, dass es doch geht, aber das Movement ist definitiv nicht mehr so stark wie in MW219 oder auch im aktuellen Warzone, also Slide Canceln, ja, kann man machen, aber das hat bei weitem nicht diesen Effekt, wie es in dem Vorgängerteil hat und dementsprechend ist man vom Movement her nicht mehr so flexibel und kann eben solche Situationen auch nicht mehr so gut auflösen, wie das davor ging, meiner Einschätzung nach. Ja klar, du kannst Bunny hoppen, geht noch, aber in Kombination mit diesem insanen Aim Assist, gerade auf Consoleros, da wirst du halt einfach weggenatzt. Also da seine eigene Hitbox verkleinert bekommen, um eben da weniger Schüsse connected zu kriegen. Schwierig an der Stelle. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Also Ironside, ja, das ist eigentlich so Pro und Con. Auf der einen Seite, es gibt Waffen, die haben sich richtig gut im Ironside angefühlt, andere fand ich jetzt weniger nice und natürlich dieser allumfassende Blur-Effekt im Schießen, da hast du natürlich vom Ziel dann eher weniger gesehen, also da hoffe ich natürlich, dass ein bisschen was in die Richtung positiv wieder geändert wird. Netcode, COD typisch immer schwierig, also so gefühlt, ihr feuert 30 Sekunden auf den Gegner ein und werdet selbst aber gewonnen-burstet, also das ist ein immer wiederkehrendes Problem, hat sich in der Hinsicht auch nicht aufgelöst. Ja, und ganz allgemein, ich habe es gerade schon ein bisschen eingehender gesagt, das Thema Movement, das hat mir nicht so gut gefallen. Muss man einfach so sagen. Ich glaube, da waren wir schon wesentlich flexiblerer unterwegs. Vielleicht kommt er in die Richtung was, aber da geht es mir mehr in Richtung, es sollte nicht das belohnt werden, dass man sich in ein Eck hockt oder mit aufgestützter Waffe oder die Corner einfach nur abaimt. Also weiß ich nicht, das sollte im Casual-Bereich so nicht der Fall sein. Ja? Man will ja auch irgendwie in den Private-Runden ein bisschen Spaß haben. Trotzdem, mein Gesamtfazit ist gut. Es ist halt sehr, sehr viel für die große Masse der Spielerschaft eben getan worden. Da gibt es ja noch mehrere Punkte in Richtung Perks und keine Ahnung, vielen, vielen weiteren Sachen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so detailliert reingehen. In Summe ist einfach festzustellen, dass einfach die Casuals da durchaus gefördert werden in ihrem Spielspaß, dass die eben auch in den Games bleiben und dass sich das nicht an Spieler in erster Linie richtet, die das irgendwie, was weiß ich, wie viel 100 Stunden eben spielen, sich da perfektionieren, dass die nicht einfach nur weggefarmt werden und deswegen werden halt solche Szenarien bzw. solche Taktiken unterstützt, dass die in Anführungszeichen schlechteren Spieler eben auch ihre Erfolgserlebnisse haben. Zum Teil muss ich sagen, okay, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber man kann es auch übertreiben und dann gerade auch wieder in Kombination mit Skill-Based Matchmaking, dann hört es halt irgendwann auf, weil dann bist du in deinem Skill-Bracket irgendwann gefangen, dann kommen die Leute da nicht weiter und dann fangen selbst die mehr auf Movement sind, auch mehr zum Campen an, weil sie sonst nur auf die Fresse bekommen. Ja, wäre das jetzt vielleicht noch ein bisschen offener gestaltet, wäre es aus meiner Sicht auch nicht so wild oder auch nicht so krass an der Stelle. So, jetzt habt ihr meinen Senf zu der
ganzen Beta eben gehört. Ich bin sehr gespannt auf den Release. Ich schaue mir das auf jeden Fall weiterhin mit euch zusammen an. Ihr braucht in dem Sinne auch wirklich keine Sorge haben, dass jetzt irgendwie keine Battlefield-Videos mehr kommen. Das ist und bleibt natürlich weiterhin bei mir Content auf dem Channel. Vielleicht auch mal ohne dass ihr 4 Wochen Pause genießen müsst. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Man weiß ja nicht, wie das Real Life mal wieder reinscheppert. In diesem Sinne würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif, macht euch wie immer ein schönes Wochenende oder wo auch immer ihr gerade abhängt. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein, euer A-Team.